Willkommen zum ersten Teil unserer neuen Videoreihe quer durch den Nordwesten der USA und Kanada. Aber in Teil 1 machen wir Seattle mit diesem krassen, tollen, geilem Essen und viel, viel mehr. Bleibt dran. Denn ich bin Mike, Food-Connoisseur, Geschichtsfreak und Reiseliebhaber. Und in dieser Videoreihe machen wir die ultimative Rundreise quer durch den Pacific Northwest und Kanada. Es geht los in Seattle, direkt am Pazifischen Ozean, um dann tagelang quer durch Washington, Idaho und Montana zum Yellowstone National Park zu reisen, wo wir Bisons, Vulkanaktivitäten und große Gebirge sehen. Dann geht's über den Glacier National Park hoch nach Banff in Kanada, dem wahrscheinlich schönsten Ort der Welt. Ich habe noch nie so einen klaren Fluss und blauen Fluss wie den Kootenai River hier gesehen. Kanada haut mich richtig um. Und zum Ende unserer Reise fahren wir durch British Columbia bis nach Vancouver, der größten Stadt Westkanadas, über 6000 Kilometer. Aber in Video 1 schauen wir uns erstmal Seattle an, mit leckerem Essen und dem coolsten Fischmarkt der Stadt. Let's go! Willkommen am wohl bekanntesten Platz hier in Seattle. Hier sind wahrscheinlich 1 Million Food-Highlights. Und man kann die Skyline von Seattle sehen. Willkommen in Seattle. Wir sind gerade angekommen und wir gehen sofort was essen. Und zwar holen wir uns hier bei Dick's Burger. Das ist ein richtig klassischer Fastfood-Laden, die sind richtig billig, 3 Euro für einen Cheeseburger. Es gibt hier Milchshakes für 4 Euro, die habe ich damals, als ich 2017 das erste Mal in Seattle war, gehabt. Ist ein bisschen Nostalgie, ist wahrscheinlich jetzt nicht der krasseste Cheeseburger, den ihr essen werdet, aber man kann es gemacht haben, weil der sieht so richtig geil aus, der Laden ist so richtig urig alt, hat so einen richtigen US-Flair sofort. Ihr seht, wirklich ein Basic Cheeseburger, aber er schmeckt irgendwie geil, er schmeckt so amerikanisch und 3 Dollar für einen. In 2 Sekunden fertig gewesen. Das ist so richtiges Fastfood, so wie ich mir McDonald's in den 70ern und 80ern vorstelle. Übrigens, das ist unser Auto. Wir haben hier einen Subaru bekommen. Haben wir uns bei Thrifty geholt, haben wir vorher bei Booking gebucht. Ging ganz schnell, vom Flughafen kommt man da super easy hin mit dem Shuttle, die helfen einem super, die versuchen einem natürlich andere Versicherungen noch anzudrehen, ist aber auch nicht so hart. Kann man auf jeden Fall machen, weil das Auto ist richtig geil und das werden wir jetzt die nächsten 4 Wochen fahren. Aber wir werden jetzt erstmal zu unserem Airbnb fahren, das ist hier um die Ecke, im Norden von Seattle. Mike, willst du nicht in der Zwischenzeit schon mal sagen, was wir jetzt alles in Seattle uns angucken werden? Und dann kann ich zum Airbnb fahren. Alles klar, Seattle mit über 4 Millionen EinwohnerInnen in der Metropolregion bietet einen guten Mix aus amerikanischer Großstadt und als Hub für NaturbewunderInnen und Washington State Touris. Wir schauen uns alle Sightseeing-Hotspots genauer an. Von der Space Needle über den ersten Starbucks der Welt bis hin zum Besucherhighlight, den Fischmarkt Pike's Place. Aber wir schauen uns auch die Stadtteile Capitol Hill oder den Universal District genauer an. Also alles, was man so in 2 Tagen sehen kann, um Seattle so richtig zu erleben. So Leute, wir sind im Airbnb. Das ist ja ein bisschen nördlich von der Innenstadt, da wo ja auch der Dick's war. Generell so Fremont, die Ecke ist da, wo viel Bars und sowas sind. Da sind wir gar nicht so weit weg von. Nicht komplett Laufdistanz, aber naja. Auf jeden Fall bisher super guten Eindruck von Seattle gehabt. Alles irgendwie ganz anders als LA, New York und sowas. Viel mehr europäischer irgendwie und dann doch amerikanischer, kann ich nicht beschreiben. Unser Airbnb ist auf jeden Fall, wir haben ein Haus, beziehungsweise den Attic auf einem Haus. Das ist ein kleines süßes Haus an der Straße. Von hier kommt man dann hoffentlich auch gut in die Innenstadt. Das werden wir morgen testen. Ja, genau. Leute, ein kleines Highlight hatte ich natürlich heute noch. Und zwar war ich bei Trader Joe's. Wenn ihr meine Videos aus den USA kennt, wisst ihr, wie ich Trader Joe's liebe. Das ist der geilste Supermarkt. Ist nicht unbedingt billig, aber wenn man es vergleicht mit Walmart, wo es nur Kacke zum Teil gibt, oder anderen großen Supermärkten, oder so Whole Foods oder so Whole Greens, wo es nur richtig teuer ist, ist Trader Joe's so ein bisschen das Mittelding. Gehört jetzt zur Aldi-Kette. Und da habe ich mir einiges geholt. Ich zeige euch das hier mal. Weil da gibt es so geile Spreads. Ne? Es gibt frisches Obst. Man kann da richtig geile Bagels holen. Dips. Snacks und, also vieles mehr und vor allem das Sparkling Wasser, also das brauche ich ja, sonst ohne überlebe ich nicht, ist auch relativ billig.
In den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen werden wir noch viel öfter bei Trader Joe's essen, vor allem wenn wir irgendwo in der Natur sind, irgendwann bei Yellowstone und sowas. Aber jetzt haben wir es gerade für heute Abend noch mal ein paar Snacks geholt und vor allen Dingen Wasser. Ich liebe Trader Joe's. So, jetzt genug aber für heute. Wir springen in den nächsten Tag. Guten Morgen Leute, Wetter ist heute so, wie ich es mir in Washington vorgestellt habe, etwas regnerisch, so ein bisschen einfach norddeutsch. Wir holen uns jetzt Frühstück und zwar bei Westman's Bagels. Die haben zwar eigentlich nur eine 3,5er Rating, aber ich habe die überall online gesehen, dass die krasse Wertung haben und das meiste schlechte Rating ist, weil man lange warten muss eigentlich. Wir sind jetzt aber früh hier um 8 Uhr und holen uns erstmal Bagels und so teuer sind sie auch gar nicht. Der Laden ist auf einem Parkplatz, super klein, man kann auch nur draußen vorsitzen. Ist jetzt nicht das beste Wetter dafür, aber wenn der Bagel schmeckt, lohnt sich das auf jeden Fall. Ich habe jetzt Hunger. Der erste Bagel ist nicht richtig groß, hat $12 gekostet, ist nicht super billig, aber sieht sehr lecker aus. Und er schmeckt auch gut. Schaut ihn euch an. Kann man auf jeden Fall richtig gut essen. Ich liebe ja Bagels. Können wir, glaube ich, aber besser machen. Also, ne, wenn wir zum Beispiel Trader Joe's Bagels holen und das selber alles machen, müsst ihr nicht unbedingt hier hinkommen. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Start. Wir sind hier im University District. Hier gibt es noch einige andere Läden, die man sich angucken kann. Wir werden es auf jeden Fall machen, wenn das Wetter ein bisschen besser ist. Aber jetzt frühstücken wir erstmal zu Ende und dann geht es auch schon weiter. Keine Angst, den District schauen wir uns morgen nochmal genauer an. Hier gibt es auf jeden Fall noch viel bessere Foodspots als das hier. Willkommen am wohl bekanntesten Platz hier in Seattle. Wir sind jetzt am Pike's Place Market und den schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Pike Place ist ein ständiger Markt, den es schon seit 1907 gibt. Und wenn man bedenkt, dass es die Stadt erst seit 1850 gibt, ist das recht lang. Und von hier hat man auch eine schöne Aussicht über die Bucht vor Seattle. Richtig geil, hier ist ein Riesenrad, hier sieht man das Stadion der Seattle Seahawks, wo auch übrigens morgen ein Fußballspiel ist. Also wir sind gleichzeitig hier während der Club-WM und Botafogo spielt hier gegen die Seattle-Team. Mega geile Aussicht und hinter mir die Hochhäuser der Stadt, richtig geil. Hier auf der obersten Etage hat man natürlich auch einige Foodstands, aber auch eben so einen Artisanal Markt, wo man halt viel Selbstgemachtes kaufen kann. Ne? Aber auch schon ganz schön, aber wahrscheinlich ist alles sehr teuer. Natürlich ist das hier einer der bekanntesten Plätze hier in Seattle, deswegen ist hier überall was los. Ein Platz zum Beispiel ist Piroschki, wo man hingehen kann. Die haben so Teigtaschen, so Bäckereigezeugs einfach, so Pastries. Und daneben ist der älteste Starbucks der Welt, also der allererste Starbucks, den es ever gab, der ist hier in Seattle. Und das schon seit 1971. Eigentlich erst an einer anderen Location, aber sie sind relativ früh dann hier eingezogen. Und in den ersten 10 Jahren gab es sie auch nur in Seattle. Erst in den 80er Jahren kamen so langsam Expansionsgedanken auf. Ich verstehe den Hype vielleicht nicht, weil ich keinen Kaffee trinke, aber diese Schlange ist arschlang, nur um in diesen ersten Starbucks zu gehen. Mittlerweile gibt es den ja in jeder Ecke auf der ganzen Welt und ist auch gar nicht mehr so ein Zeichen dafür für krassen Kaffee, glaube ich zumindest gehört zu haben. Oder zumindest nicht mehr für die Hipster. Aber generell die Area ist sehr schön. Wir gehen jetzt mal aber zu dem Main-Teil, den jeder kennt vom Sehen her, wo die auch Fische werfen und so. Highlight hier auf jeden Fall ist Beecher's Cheese. Hier kann man sehen, wie sie selbst Cheese Curds machen, also richtig geilen Käse. Man kann Käse probieren, man kann hier tiefgefrorene Sachen holen, aber die haben auch Mac and Cheese, das legendär sein soll, und ein Grilled Cheese Sandwich für $10 und das hole ich mir jetzt. Sehr simples Grilled Cheese Sandwich.
mit einem guten großen Toast. Und der Käse ist sehr cremig. Kann man auf jeden Fall machen. Diesen Mix aus sehr alten Gebäuden hier, die aussehen wie, keine Ahnung, in New England und dann diese Hochhäuser im Hintergrund. Aber jetzt gehen wir hier zu dem Public Market. Wie es ist, das ist bisher schon mein Lieblingsplatz in Seattle. Obviously ist das ja der erste Platz, der in diesem Video ist, aber ich war hier schon mal in Seattle vor 8 Jahren und da habe ich schon hier geliebt und jetzt noch mehr. Es gibt so viele verschiedene Essmöglichkeiten hier. Das ist einfach insane. Diesen Markt gibt es seit 1907 und er hat auch noch diesen Flair von damals und das mag ich sehr. Hier sind wahrscheinlich 1 Million Food-Highlights, weil hier so viele kleine Märkte sind, die man sich aussuchen kann. Ich habe ja vorher schon geguckt, was man hier essen kann. Das riecht alles so geil. Hier werdet ihr auf jeden Fall nicht verhungern, aber auch viel Geld verlieren. Ist nämlich nicht billig hier. Ja, wie gesagt, ne, es hat alles diesen Vibe von dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Hier gibt es diesen einen Fischstand, wo sie Fisch schmeißen. Ist jetzt nicht, ist ein bisschen makaber, finde ich, aber trotzdem ist es halt hier irgendwie ein Highlight. Genau, und ansonsten hat man sehr viele verschiedene Läden hier. Und das ist alles so ein bisschen wie ein Labyrinth. Also man kann hier überall durchlaufen und was anderes entdecken. Es gibt mehrere Ebenen. Man kann sich jetzt auch verlaufen, muss man aufpassen auf jeden Fall. Bei Pasta Casalinga soll es zum Beispiel richtig geile Pasta geben. Dann gibt es hier noch Crepe. Also es ist wirklich eine riesige Auswahl an Essen, was einfach unglaublich ist. Wir sind jetzt noch in der Post Alley, die geht jetzt an den Pike Market runter und ist eigentlich eine coole Alley, weil da gibt es auch einen kleinen Espresso und sowas, den man sich holen kann. Und hier eben eine Wand, an dem 1 Million Kaugummis hängen, also die Gum Wall. Würde ich jetzt nicht ablecken, ich glaube, da kriegt man einige Krankheiten, aber auf jeden Fall ist es bekannt hier, dass man seinen Kaugummi nimmt und das an die Wand klebt. Naja. Ehrlich, ne? Washington State und Seattle haben ja eigentlich immer Regen und schlechtes Wetter. Und deswegen ist Pike Place noch geiler, weil hier kann man so viel Zeit verbringen, ohne dem Regen ausgesetzt zu sein. Lohnt sich auf jeden Fall. Bei gutem Wetter lohnt sich aber auch sicher ein Spaziergang durch Downtown. Und durch die ganzen Ziegelhäuser hat es auch einen sehr britischen bzw. europäischen Vibe. Aber genug davon, das nächste Highlight wartet. So Leute, wie ihr hinter mir sehen könnt, ist hinter mir ein großes Gebäude und zwar die Space Needle. Ja, seht ihr, krass, ne? Kenne ich vor allen Dingen aus Men in Black, weil es da ein UFO ist. Ist auch gar nicht so hoch wie gedacht. Also wenn man den Radioturm in Berlin kennt, oder Fernsehturm, der ist viel, viel höher, aber es ist trotzdem ein cooles Gebäude. Hier ist auch ein Park drumherum. Hier sind auch so Skulpturen, die damals für die Olympischen Spiele gebaut wurden. Deswegen hier gibt es auch noch einen Olympischen Park am Wasser. Mal schauen, ob wir uns den auch noch anschauen. Und generell, ja, gibt es hier eine Fountain und sowas. Das ist ein bisschen grün hier. Kann man auf jeden Fall mal hingehen. Als nächstes sind wir jetzt in Fremont, eigentlich mal eine eigene Stadt, wurde dann aber Ende des 19. Jahrhunderts Seattle sozusagen eingemeindet. Und es gilt als The Artists Republic of Fremont oder The People's Republic of Fremont, also gefühlt so ein eigener Staat. Und was das bedeutet und warum das so ein bisschen besonders hier ist, zeige ich euch gleich noch. Aber zuerst sind wir hier im Gasworks Park, also so ein bisschen wie in Duisburg, so ein alter Park aus einer Gasanlage, ne? Also wo hier Elektrizität hergestellt wurde. Und das Coole ist, von hier hat man erstmal einen richtig schönen Park, eine richtig schöne grüne Wiese. Man hat Blick auf den Union Lake oder Lake Union, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Ich schreibe es unten nochmal rein. Und man kann die Skyline von Seattle sehen. Und manchmal, wenn man Glück hat, landen hier sogar Wasserflugzeuge. Richtig schön, hier schauen wir uns mal ein bisschen um. Klare Empfehlung auf jeden Fall schon mal, während hier die alten Gebäude so richtig so Last of Us Apokalypse-Vibe haben. Ist hier ein schöner Park, ne? Und diese Skyline von Seattle ist einfach krass. Ich glaube, bei Nacht soll es noch richtig geil sein, weil man alles noch erleuchtet sehen kann. Kommt hier auf jeden Fall vorbei. Ja, der ganze Bereich war, wie gesagt, ja ein Elektrizitätswerk, aber ein privates und wurde dann
Ende des 20. Jahrhunderts, also 1970, 1980, aufgekauft von der Stadt und dann in einen Park umgewandelt. Und mittlerweile gibt es hier auch ganz viele Gänse und Kaninchen, also auch ein bisschen Natur und ein bisschen Ruhe. Das ist, glaube ich, schön, mal hier entspannen. Aber jetzt geht es weiter nach Fremont. Erstmal essen wir ein bisschen was. Wir sind einmal quer durch Fremont gefahren. Und ich muss sagen, Fremont ist walkable. Generell, Seattle ist sehr walkable. Vergleich mit LA oder so aus anderen Videos hier. Aber ich muss auch sagen, so richtig walkable ist es nicht, weil es geht hier doch sehr auf und ab, fast schon so wie in San Francisco hier in Seattle. Es gibt zwar viele Bürgersteige und so, aber es sind auch teilweise 2 Kilometer, wo da nichts kommt. Also es ist jetzt auch nicht so eine schöne Gegend zum Spazierengehen, obwohl es hier auch richtig geile Suburbs gibt mit richtig coolen Häusern und so. Deswegen bin ich trotzdem am Ende froh, dass wir mit Auto hier hingefahren sind. Aber jetzt sind wir bei Paseo. Das ist ein Caribbean Sandwich Store, weil hier sehr viele karibische Immigranten sind. Gibt es hier solche Stores, die es bei uns eben nicht gibt. Und ich bin sehr gespannt, wie das Sandwich schmeckt. Ich habe einen Caribbean Pork Sandwich. Das ist so verdammt saftig. Mhm. Wow. Holy shit. Hat ein bisschen Jalapenos drin. Hat eine saftige Würze. Das schmeckt richtig gut. Das Brot ist auch so frisch. Das ist so ein richtig schönes Baguette. Das ist eines der besten Sandwiches, die ich so hatte, würde ich sagen. Was hatte ich auf jeden Fall noch nicht geschmacklich. Kann es auch gar nicht so gut beschreiben. Das ist auf jeden Fall ein Win und allein dafür lohnt es sich schon nach Fremont zu kommen. Ich habe ja gesagt, dass Fremont so ein bisschen artsy ist und eines der bekanntesten Kunstwerke hier ist der Troll, der Fremont Troll. Und das ist einfach eine Skulptur eines Trolls, der einen Käfer zerstört und das unter der Brücke hier. Fremont, eben das Künstlerviertel der Stadt, das Mystisches mit Handarbeit und teilweise auch Skurrilem verbindet. Und neben dem Troll gibt es hier noch eine weitere Statue, die etwas außergewöhnlich ist. Und zwar eine Lenin-Statue. Ja, ihr habt richtig gehört, Lenin-Statue mitten in den USA. Die ist seit 1989 hier, weil die ein verrückter Typ, so eine Art Typ, sich einfach aus Slowakei gekauft hat damals, als die Sowjetunion zerfallen ist. Und hat sie hier aufgestellt. Und die steht hier immer noch. Kann man sich gar nicht vorstellen. Passt hier irgendwie gar nicht rein. Aber ansonsten sind hier natürlich auch noch richtig viele geile Restaurants und Bars. Fremont ist auf jeden Fall die Area, wenn ihr essen gehen wollt, ihr habt hier so viele Möglichkeiten. Mega geil. Genau. Das war es aber auch schon von dem ersten richtigen Tag. Morgen werden wir uns noch einiges mehr angucken, deswegen springen wir einfach dahin. Und keine Sorge, das war nicht der letzte Eindruck von Fremont auf diesem Trip. Seattle ist aber so groß, man muss sich eben auch Zeit nehmen für die Sachen. Wir testen heute einen neuen Bagel Place und zwar im University District. Das ist da, wo die Universität logischerweise ist. Da laufen wir diesmal aber hin. Das sind irgendwie 20, 30 Minuten, also irgendwie 1,5 Kilometer. Und wir wollen mal schauen, wie walkable Seattle wirklich ist. Also ist schon krass, ne? Jedes Haus hier hat gefühlt eine richtig schöne Porch. Das sind alles so Einfamilienhäuser. Mega schön. Es ist sehr ruhig hier, es ist sehr grün hier. Bisher also klare Empfehlung, lauft durch Seattle. Übrigens, auf solchen Trips mache ich auch immer viele Bilder und Stories, die es nicht in die Videos schaffen. Also folgt mir gerne noch unter Brasozial auf Instagram. So, nachdem wir einen richtig schönen Spaziergang gemacht haben, ging echt sehr schnell, sind wir jetzt bei Toasted. Und hier gibt es natürlich wieder Bagels. Das ist eine Tradition für mich hier. Wir werden auch was anderes frühstücken in den nächsten Tagen, bestimmt mal. Aber jetzt Toasted, bin ich gespannt drauf und dann geht es noch ein bisschen durch den University District. Eine kleine Homemade Sauce. Das Ei ist perfekt. Turkey Bacon und der Bagel ist super. Diesmal auf jeden Fall richtig geil. Lohnt sich auf jeden Fall. Kostet am Ende auch irgendwie $11. Ist ein bisschen billiger als der von gestern. Wenn es auch nur $1 ist, lohnt sich auf jeden Fall. Natalia hat einen... A date and labneh. It's a date jelly, I would say, with cream cheese, labneh on top, and I think the walnuts. Yeah, very nice combination. Alle Food- und Sightseeing-Hotspots haue ich übrigens in die Beschreibung per Google Maps Link. Keine Sorge.
Guck mal, was man hier sieht im Hintergrund, sind schon so Fraternity Houses, also so Kappa, Alpha, Delphi, keine Ahnung, wie man es aus den Filmen ganz kennt. Und da gehen wir jetzt lang. Dieses Wochenende ist hier auch Graduation Weekend, also ist hier viel los im Uni-Bereich und es ist sehr schön hier. Sieht aus wie in, keine Ahnung, American Pie und sowas. Hier sind dann diese Häuser, diese kleinen Häuser, wo die ganzen Leute dann ihre ganzen Fraternities und sowas drin haben. Alles nur junge Studenten und Studentinnen. Mega. Bierpongtische, Unterhosen im Gebüsch. Hier wird auf jeden Fall richtig gefeiert. Next Step für uns ist die University of Washington. Die hat einen richtig schönen Park, eine Allee mit sehr schönen Bäumen, einige richtig alte Gebäude. Also die sind hier wahrscheinlich Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut worden. Also für USA ist es eine sehr alte Uni am Ende und die ist richtig schön. Also hier kann man richtig viel schöne Zeit verbringen. Es ist auch wunderbares Wetter heute. Empfehle ich auf jeden Fall, hier mal vorbeizukommen. Ist mal was anderes, würde ich sagen. Und mit alt meine ich von 1861, also 10 Jahre nach der Stadtgründung. Kein Wunder also, dass Washington zu den ältesten und bekanntesten Unis des Westens gehört. Also ich kenne ja sonst nur die Uni von Leipzig und so, ne? Also meine Uni. Und ich dachte immer schon, die wäre schön. Aber dieser Campus, ich kann es echt nur noch mal betonen, ist so wunderschön, so grün. Hier gibt es so viel zu sehen, so viele schöne Gebäude. Das ist wirklich krass. Also jetzt kann ich verstehen, warum man so einen Hype hat, hier aufs College zu gehen. Und jetzt natürlich auch mit den ganzen Graduations und sowas. Ne? Das ist alles noch mal ein bisschen besonders hier. Ich lieb's. In der Uni, wie soll es auch anders sein, gibt es natürlich auch viele Bars und Restaurants und so. Die sind natürlich jetzt leer, weil wir sind sehr früh hier. Aber falls ihr mal essen gehen wollt, hier kann man, glaube ich, relativ cheap essen gehen für USA-Verhältnisse, weil sind ja alles Studenten um einen rum. Zwar reiche Studenten, weil die sehen hier alle sehr reich aus an dieser Uni. Aber man kann hier essen gehen. Samstag ist hier übrigens auch immer noch ein Farmers Market im University District. Erinnert so ein bisschen natürlich an so wie, keine Ahnung, Wochenmarkt bei uns, ne? Zum Beispiel in Berlin am Boxy oder so. Ist jetzt nicht krass crazy, aber ist cool und passt irgendwie zum District. Für mich auf jeden Fall ein sehr schöner District, sehr schön walkable. Hat sich wirklich gelohnt. Aber jetzt machen wir mal uns woanders hin, ein bisschen mehr in die Innenstadt, oder? Unser nächster Spot ist Kerry Park und das ist immer noch nicht ganz in der Innenstadt, etwas außerhalb und etwas höher. Und wir werden uns jetzt ein bisschen Seattle von oben anschauen. Ihr seht, ist das jetzt kein großer Park, ne? Es ist eigentlich nur ein ganz kleiner Streifen hier. Und man kommt hier eigentlich wirklich nur hin, um dann einmal hinter mir über die Stadt schauen zu können. Hier ist natürlich einiges los, aber es geht noch irgendwie, finde ich. So, hinter mir seht ihr nochmal den View. Ich bin ehrlich, ohne Auto ist es wahrscheinlich viel zu anstrengend hier hochzugehen. Außer ihr wollt einen richtig krassen Hike machen, weil es echt sehr weit hoch ist. Aber ich kann ehrlich sagen, das ist mit Abstand der beste View über Seattle. Lohnt sich auf jeden Fall. Kommt hier hin, Kerry Park. Wir haben ja jetzt schon Pike Place Market ausgecheckt. Wir haben ja schon Fremont ausgecheckt, University District. Und den nächsten Hype District, den wir jetzt auschecken werden, ist Capitol Hill. Hier gibt es einige Sachen, die man essen kann. Und generell kann man sich hier gut umschauen. Das machen wir jetzt mal. Ja, Leute, wir wollten hier eigentlich durch, um Eis essen zu gehen. Aber hier ist gerade eine Demonstration gegen ICE und Trump. Supporten wir natürlich, mental. Aber wir wollen eigentlich nur was essen gehen. Mal gucken, wie lange das hier dauert. Kurzen Demonstration sind wir jetzt bei den Demonstrationskünsten von Capitol Hill und zwar bei Salt and Straw. Die haben richtig geiles Eis und es ist heute warm, also können wir uns Eis gönnen. Also ich habe hier Olive Oil, ein Vanilleeis mit Olive Oil drin. Das schmeckt so geil. Eine riesige Kugel, selbstgemachte Waffelcone, die gerade jetzt gemacht wurde für mich. Das Eis ist aber teuer, ne? 6,50 plus die Cone 1 Euro, $1. Ist schon sehr teuer, $7, ne? Aber eine riesige Kugel. Und am Ende ist ja hier alles teuer. Aber das Eis ist wirklich Banger. Lohnt sich auf jeden Fall.
Pike Street. Capitol Hill ist also auch die Area, wo LGBTQIA groß geschrieben wird. Während des Pride Month natürlich nochmal extrem krass, aber richtig cool. Und dann stehen hier auch noch so Lowrider rum. Das ist ja mal mega das geile Feeling. So Leute, zum Ende sind wir nochmal in Fremont. Ich finde, das haben wir gestern uns noch nicht genug angeguckt. Zumindest nur kleine Eindrücke bekommen. Und hier werden wir nochmal richtig schön was essen gehen und den letzten Abend hier genießen. So, ich sag ja, diesmal müssen wir Fremont richtig genießen, und zwar in der Brauerei, direkt an den Docks. Hier soll es auch richtig geile Smashburger und sowas geben. Wir werden aber noch was trinken. Endlich mal ein schönes Craft-Bier. Geil, so eine leichte Blackberry-Note. Richtig gut. Zum Abschluss aber nochmal was typisch Brasoziales, was wir immer in den Videos machen. Wir holen uns Shake Shack. So Leute, Bestellung ist da. Burger, richtig geil. Und ich verabschiede mich mit den besten Pommes aus diesem Video. Seattle war ein Riesenerfolg. Fremont war cool, aber Capitol Hill und auch der University District noch viel geiler. Alles walkable. Seattle ist eine meiner Lieblingsstädte mittlerweile in den USA. Ich bin gespannt auf das nächste Video, weil da werden wir mal wieder was anderes sehen, ein bisschen Natur. Aber Mike aus dem Off, übernimm du doch mal und sag doch mal, was passiert in Video 2 alles? Im nächsten Teil geht es endlich in die Natur. Wir schauen uns den North Cascade National Park an, der for free ist und diesen wunderschönen See hat. Außerdem sehen wir ein Wildwestdorf und noch ein bayerisches Dorf am Rande der USA. Okay, wenn ihr mehr davon sehen wollt, bleibt dran. Bis dahin, haut da rein, ab in die Highlights.